Kennt ihr jemanden, der wirklich ausgewandert ist? Nicht in die Schweiz, nicht nach Österreich, sondern richtig. Für uns war das nie eine Option. Aber wenn wir Urlaub hatten, zog es uns immer in dieselbe Richtung. Asien. Es gibt nur ein Problem. Wir können die Sprache nicht, wir haben dort keine Jobs, keine Wohnung, keinen Plan. Zu Hause hatten wir eigentlich genau das Leben, das viele als sicher und ziemlich gut bezeichnen würden. Eine schöne Wohnung, gut bezahlte Jobs und die Freiheit, jederzeit im Homeoffice zu arbeiten. Während viele morgens ins Büro fahren, gehörten unsere Vormittage uns. Erstmal gemeinsam frühstücken, Kaffee, dann ein paar Schritte weiter zu unseren Schreibtischen. Direkt nebeneinander. Wir arbeiteten zwar in derselben Firma, aber nicht im selben Team. Also saßen wir jeden Tag Seite an Seite und machten trotzdem komplett unterschiedliche Dinge. Wir hatten uns ein Zuhause geschaffen, in dem wir uns richtig wohl gefühlt haben. Sogar mit Balkon und im Sommer eine richtig schöne Aussicht. In Deutschland fast schon Luxus. Wahrscheinlich genau die Lebensphase, in der sich viele für ein Haus oder Kinder entscheiden. Von außen sah unser Leben bestimmt perfekt aus. Aber wie sind wir eigentlich hier gelandet? Dafür müssen wir ein paar Jahre zurückgehen. Erstmal zu uns. Wir haben uns in Gummersbach an der TH Köln kennengelernt. Seitdem ist irgendwie alles zusammen passiert. Wir haben zusammen den Master in Medieninformatik gemacht, später in denselben Firmen gearbeitet und letztes Jahr sogar geheiratet. Wenn wir heute zurückschauen, haben wir uns eigentlich unser ganzes gemeinsames Leben Schritt für Schritt aufgebaut. Es gab aber eine Sache, bei der wir uns von Anfang an immer einig waren. Sobald wir Urlaub hatten, zog es uns nach Asien. Am Anfang war das einfach unser Lieblingsreiseziel, bis zu der Reise, die später alles verändert hat. Unsere erste Japanreise sollte eigentlich nur ein Urlaub werden. Am Ende waren wir 3,5 Wochen unterwegs und haben 18 Städte gesehen. Mit jeder Stadt hatten wir mehr das Gefühl, dass dieses Land irgendwie anders ist. Wir haben uns in das Essen verliebt, in die Kultur, in die Ordnung und in dieses Gefühl, das wir gar nicht richtig beschreiben konnten. Und irgendwann standen wir plötzlich gemeinsam vor dem Fuji. Dort gab es dann nicht nur einen Ausblick, sondern auch einen Heiratsantrag. Nach der Japanreise ging der Alltag wieder los. Morgens haben wir erstmal zusammen Kaffee getrunken, dann ging es an die Arbeit. Mittags kurz etwas essen, abends saßen wir meistens auf der Couch und haben Netflix geschaut. Ab und zu sind wir auch ins Büro gefahren, einfach damit sich der Tag mal ein bisschen anders angefühlt hat. Und ehe wir uns versahen, wurden aus Wochen Monate. Mit der Zeit haben wir uns gefragt, wann eigentlich der letzte Tag war, der wirklich anders war als der davor. Die Zeit verging einfach. Irgendwann hatten wir das Gefühl, dass wir denselben Tag einfach immer wieder erleben. Bis wir uns immer öfter dieselbe Frage gestellt haben. War das jetzt schon alles? Ich glaube, das Gefährlichste an Routine ist nicht, dass sie langweilig wird, sondern dass man irgendwann aufhört, sie überhaupt noch wahrzunehmen. Man lebt auf den nächsten Urlaub hin, auf das nächste Wochenende, auf den nächsten freien Tag. Und irgendwann haben wir uns gefragt, warum wir eigentlich immer darauf gewartet haben, dass unser Leben kurz Pause macht. Vielleicht brauchen wir gar keinen neuen Urlaub. Vielleicht brauchen wir einfach einen anderen Alltag. Und dann kam uns ein Gedanke, den wir vorher nie wirklich ernst genommen hatten. Wir arbeiten doch sowieso von zu Hause. Warum mussten wir dafür eigentlich in Deutschland sein? Was hielt uns eigentlich noch hier fest? Was wäre, wenn wir nicht immer nur nach Asien reisen würden? Was wäre, wenn wir dort leben würden? Je mehr wir darüber nachgedacht haben, desto klarer wurde uns, dass unser erster Versuch eigentlich nur an einem Ort stattfinden konnte. Japan. An einem Tag läuft man durch die größte Stadt der Welt. Am nächsten steht man mitten in den Bergen. Man kann morgens am Meer sitzen und ein paar Stunden später durch dichte Wälder fahren. Es gibt Orte,
an denen man kaum einer anderen Person begegnet. Und Orte, die niemals still werden. Genau diese Kontraste haben uns fasziniert. Egal wonach uns gerade war, wir hatten immer das Gefühl, dass Japan genau das bieten konnte. Deshalb wollten wir dort anfangen. Nicht mit dem Gedanken, für immer zu bleiben, sondern mit einer einfachen Idee. Herausfinden, ob sich dieses Gefühl auch im Alltag hält. Irgendwann war aus einem Gedanken ein richtiger Plan geworden. Und ab diesem Moment gab es kein Zurück mehr. Wir haben unsere Jobs gekündigt. Wir sind nach Düsseldorf gefahren, um das Visum zu beantragen. Einer von uns hat ein Working Holiday Visum für 1 Jahr bekommen. Beim anderen mussten wir erst einmal schauen, wie es weitergeht. Vielleicht würden wir nach ein paar Monaten merken, dass Japan doch nicht das Richtige für uns ist. Nach dem Termin haben wir erstmal Japanisch gegessen. Irgendwie hat sich das passend angefühlt. Zu Hause fing dann der Teil an, über den wir vorher kaum nachgedacht hatten. Alles, was wir besaßen, mussten wir plötzlich in die Hand nehmen und entscheiden. Mitnehmen, verkaufen, verschenken oder doch weggeben. Irgendwie hat sich dieser Teil unserer Vorbereitung komisch angefühlt. Zu wissen, man gibt alle seine Sachen auf und auch, wie viel man eigentlich besitzt, das man so lange nie angerührt hat. Jeden Tag sind neue Pakete bei Vinted rausgegangen. Bücher, Erinnerungsstücke und unzählige Kleinigkeiten wurden aussortiert. Und dann mussten wir noch das Wichtigste erledigen: deutsche Bürokratie. Und ja, nach 1 Stunde und 4 Sachbearbeitern später hielten wir endlich die Abmeldung in unseren Händen. Nach und nach wurden die Schränke leer, dann die Regale, dann die Wohnung. Die meisten Möbel haben wir an unsere Familie weitergegeben. In den letzten Wochen herrschte eigentlich nur noch Chaos. Überall standen Kartons und mit jedem einzelnen wurde uns ein bisschen mehr bewusst. Diesmal war es keine Reise. Wir haben unser Leben eingepackt. In den letzten Tagen wurde uns langsam bewusst, wie viele Dinge wir gerade zum letzten Mal machen. Zum letzten Mal unser Lieblingsfrühstück. Zum letzten Mal unser Lieblingsrestaurant. Und auch unser letzter Spaziergang durch den Park, in dem wir so oft waren. Dinge, die sich sonst so normal angefühlt haben, waren auf einmal Abschiede. Und dann kam der Tag, an dem wir unsere Wohnung zum letzten Mal gesehen haben. Ein komisches Gefühl, weil plötzlich alles, worauf wir so lange hingearbeitet hatten, wirklich Realität wurde. Bevor es losging, haben wir uns noch einmal mit unseren Familien getroffen. Eigentlich hat sich alles wie ein ganz normaler Tag angefühlt. Wir haben zusammen gegessen, Spiele gespielt und sind über den Töpfermarkt gelaufen. Genau das, was wir sonst auch gemacht hätten. Bis der Moment kam, an dem wir uns verabschieden mussten. Die letzten Tage waren plötzlich wie im Flug vergangen. Alle Koffer waren gepackt. Vieles mussten wir zurücklassen. Aber einiges konnte mit auf die Reise. Und auf einmal saßen wir im Flugzeug nach Haneda. Unser Abenteuer konnte beginnen mit unserem ersten Stopp: Japan.